Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir beide waren total überrascht über euer ganzes Feedback zu unserem letzten Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, wir verlinken das hier mal. Schaut da unbedingt mal vorbei. Genau, und heute in dem Video werden wir euch mal eine Roomtour geben, also wie es hier aussieht, dass ihr genau wisst, wie jetzt unsere Villa, unser Airbnb hier auf Bali aussieht. Und ja, wir werden auch ein paar Fragen eingehen, die ihr uns entweder auf YouTube, Instagram geschickt habt und die euch beantworten. Also viel Spaß beim Video, wir starten jetzt mal direkt mit der Roomtour. So, wir starten jetzt mit unserer Roomtour durch Casa Mija. Wir fangen mal an mit unserer Küche. Wir haben wirklich versucht, alles, was uns wichtig ist, hier mit reinzubringen. Und das Wichtigste ist natürlich in Asien ein Wasserspender, der auch Kaltwasser liefert. Also normal, kalt und sogar heißes. Also heißes haben wir bis jetzt nur einmal benutzt, aber das kalte funktioniert problemlos. Und was auch sehr cool ist oder wichtig, Die Kaffeemaschine, ganz wichtig. für Mirko richtig wichtig. Funktioniert auch mit Kapseln, die kriegt man überall im Supermarkt. Hier von Indonesso. Indonesso kosten ca. 5 Euro für 10 Stück. Ja, super billig eigentlich. Genau, man kann hier auch kochen. Wir haben auch ein bisschen was zum Musik hören. Wir haben auch eine Mikrowelle noch hier. Und was uns persönlich auch sehr, sehr wichtig war, eine Spülmaschine. Zwar nicht unbedingt notwendig in Asien, wir haben ja auch tägliche Reinigung, das heißt eigentlich wird alles abgespült, was hier rumsteht, aber fanden wir trotzdem irgendwie ganz toll. Ja, das war es eigentlich schon zur Küche. Die Küche dient auch gleichzeitig als Arbeitsplatz bei uns, also als zweiter Arbeitsplatz, falls man nicht zusammen am Tisch sitzen möchte, denn wir haben hier unten auch darauf geachtet, dass genug Steckdosen da sind, USB-Anschlüsse, USB-C-Anschlüsse. Und wir haben ja auch schon einige Male gearbeitet und es klappt wirklich sehr, sehr gut. Weiter geht's mit unserem kleinen Wohnzimmer, was auch zeitgleich ein Heimkino ist, denn wir haben einen Beamer installiert, haben auch schon fleißig Netflix geschaut und es funktioniert auch alles wirklich sehr gut. Man kann die Leinwand auch hochfahren, wenn man die nicht da haben will, und wenn man ansonsten nicht guckt, kann man hier auch sehr gut chillen. Also, genau. Nächste Fußball-WM kann kommen. Genau. Streaming dann bei uns, oder wie? Genau. Ja. Genau. Jetzt gehen wir nach außen hier. Direkt raus. Hier haben wir einmal eine kleine Chill-Area, falls man sich sonnen will, wirklich perfekt. Aktuell um die Jahreszeit wirklich sehr gut. Wir haben hier auch noch eine Außendusche und ich würde schon sagen, unser kleines Highlight ist definitiv hier das Bett, ne? Hier ist gerade nachmittags, also hier ist Schatten, Ja. und hier Sonne, wo ist Sonne, hier ist Schatten, kann man sich super entspannen, und ja, morgens ist es genau andersrum, ist hier Schatten, auf eben sitzen, dann ist das Bett in der Sonne, also super gut. Und was auch sehr cool ist, ist, dass unser Pool wirklich tief ist. Also ich kann da nicht dran stehen, Mirko gerade so. Ja, also man kann theoretisch auch reinspringen. Genau, wir haben auch noch einen zweiten Außenbereich. Wir nennen sie die Coffee Corner. Perfekt, um einen Kaffee zu sippen. Wirklich sehr bequem. Und das Gute ist auch, dass es hier nicht reinregnet. Also man kann selbst hier sitzen, wenn es regnet. Wir haben nämlich eine Überdachung und dadurch echt sehr, sehr schön. Und ihr könnt auch von hier direkt natürlich in den Pool, wenn es doch zu warm ist, ran. Ja. Genau, das war es eigentlich schon. Unten haben wir auch noch ein zweites Badezimmer, das blenden wir euch dann nachher mal ein. Und ansonsten war es das schon zu hier unten. Ich würde sagen, wir machen wieder eine coole Transition nach oben. Da sind wir wieder. Oben in unserem Schlafbereich und unserem Arbeitsbereich. Wir haben ja wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Bett. Ich glaube, das ist 1,80 groß, sehr riesig. Für uns ein bisschen zu groß, aber vielleicht für die anderen perfekt. Super bequem, auf jeden Fall, hat man in Asien nicht oft. Und auch extrem hoch, das erklären wir euch gleich, woran das liegt. Genau. Davor aber wollen wir euch einmal unseren Arbeitsplatz zeigen. Der ist für 2 Leute gemacht. Wir haben auch unten drunter sehr viele Steckdosen. Also es mangelt hier nicht an Steckdosen. Es war uns sehr wichtig, weil wir das Problem kennen. Ansonsten kann man hier wirklich sehr gut arbeiten. Man hat hier so seine Ruhe, was man in Asien oder in Bali generell nicht oft hat, aufgrund der ganzen Rollerfahrer. Aber hier hört man wirklich gar nichts. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und dann hat man hier auch noch einen riesigen Spiegel,
plus ganz viel Stauraum hier unten für zum Beispiel Packing Cubes oder ähnliches. Also wir haben da all unsere Packing Cubes drin, die passen da problemlos rein. Kommen wir jetzt zu unserem Highlight oder zu dem Grund, warum unser Bett so hoch ist. Das hat einen Grund. Ihr habt ja wahrscheinlich noch nirgendwo unsere Koffer gesehen. Wir sind nämlich nach Bali mit 2 großen Koffern, 2 Rucksäcken und 2 Handgepäckstücken gereist, weil wir einiges für die Villa hatten. Das liegt jetzt alles unter dem Bett. Also 2 große Koffer, 2 kleine Koffer und die 2 Rucksäcke, und zwar hier drunter. Genau, das ist extra so gemacht. Kann man dann alles schön reinfitten, während man hier ist, und man hat einfach nichts rumstehen. Auf der anderen Seite nochmal genauso. Und ja, Das ist genügend Stücke hier unter das Bett. Genau, und so fühlt man sich halt auch wirklich wie zu Hause, weil man diese Koffer einfach nicht sieht und sich einfach wie zu Hause fühlen kann, weil man alles ausräumen kann. Wir haben ja auch noch einen relativ großen Kleiderschrank, da haben wir darauf geachtet, viele Kleiderbügel reinzuhängen, den öffne ich jetzt mal nicht, weil da unsere Sachen drin sind. Und ja, ein Wäschekorb ist auch noch hier. Und dann kommt man auch schon in unser Badezimmer, das zweite, mit einer Dusche und eigentlich allem, was es so braucht. Genau. Ja, das haben wir auch alles machen lassen. Ihr habt ja im letzten Video gesehen, wie es vorher aussah. Schön grün. Und jetzt ja, es ist viel angenehmer hier, sich zu duschen. Und das war unsere große Roomtour. Genau, wir hoffen, euch hat sie gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann lasst uns die gerne unten in die Kommentare. Wir haben hier sehr viel Hand anfertigen lassen an Möbeln. Deswegen sind es alles so Einzelpieces für uns ganz besonders. Und ja, in ein paar Tagen geht die Villa dann raus auf Airbnb und alle anderen Plattformen und steht dann für jeden zur Vermietung offen. Da freuen wir uns sehr drauf. Also sagt uns auf jeden Fall mal, wie euch die Roomtour hier gefallen hat. So, wir kommen jetzt zum Q&A. Ihr habt uns ja wahnsinnig viele Fragen gestellt und genau, wir haben uns was ganz Besonderes überlegt. Jeder von uns ist durch die Fragen gegangen und wir haben uns 4 Fragen jeweils ausgesucht, die wir dem anderen stellen werden. Und wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Ich würde sagen, ich starte. Okay, schieß los. Also die erste Frage, ist das ein Leasehold oder ein Freehold? Und für wie viele Jahre, falls es ein Leasehold ist? Ja, genau. Wir hatten ja letztens erklärt, dass es die Möglichkeiten hier in Bali gibt. Wir haben uns für einen Leasehold entschieden und das sind jetzt 23 Jahre Leasehold, also haben wir 23 Jahre diese Villa hier auf Bali geleast. Was enorm wichtig ist, wenn ihr ein Leasehold macht, achtet darauf, dass ihr im Master Lease auch eine Erweiterungsklausel oder eine Verlängerungsklausel drin habt. Damit könnt ihr jederzeit zu den Marktkonditionen bis spätestens vor Ablauf 1 Jahr vor Ablauf verlängern. Und ja, das war für uns einfach die beste Lösung. Das ist deutlich günstiger als einen Freehold zu machen. Kommen wir jetzt zur zweiten Frage, die ist, habt ihr selber gebaut? Nein, haben wir nicht. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mitbekommen. Wir haben eine Villa gekauft, die 2 Jahre alt ist und haben die im Prinzip nur noch renoviert. Wir haben sehr viel machen lassen. Am Anfang wollten wir gar nicht so viel machen lassen, aber als wir uns das Angebot reingeholt haben, haben wir gesagt, dass wir das einfach machen. Wir haben im Außenbereich fast alles erneuert. Wir haben die Böden erneuert, eine neue Küche reingemacht. Wir haben aber auch ein paar alte Möbel behalten und ansonsten wurde auch einiges für uns handgefertigt. Also wirklich sehr gut. Die dritte Frage lautet, braucht man eine Firma in Bali? Also wahrscheinlich Genau. Ja, also es kommt ein bisschen auf die Fragestellung drauf an, wollt ihr hier wohnen oder wollt ihr es vermieten? Das unterscheidet sich dann, was man tut. Ich denke eher, dass die Frage darauf gerichtet ist, wenn man das auch vermieten will. Klar, wie in jedem Land braucht man für ein Airbnb ein Gewerbe und ja, anders funktioniert das nicht. So, Frage Nummer 4. Wie groß ist die Bali Villa und für wie viele Personen ist sie? Also so ganz genau wissen wir tatsächlich nicht, wie groß sie ist. Aber der Wohnbereich, also oben und unten, sind ungefähr 100 Quadratmeter. Und dann haben wir noch einen relativ großen Außenbereich. Da würden wir schätzen, dass das so 40, vielleicht auch 50 Quadratmeter sind. Also wirklich groß. Aber wir haben uns dazu entschieden, dass wir das Ganze nur für 2 Personen zur Verfügung stellen wollen. Wir beide sind auch zu zweit, wir finden das so super angenehm. Vielleicht werden wir das in Zukunft ändern, aber am Anfang wollen wir das auf jeden Fall so beibehalten. Trommelwirbel. Die 5. Frage. Wie viel Euro muss man für eine Villa auf Bali einrechnen? Puh, das wird
ziemlich kompliziert, weil Bali ist groß und dann kommt es erstmal darauf an, wo ihr die Villa haben wollt. Wollt ihr die ja, zum Beispiel in Canggu haben? In Canggu sind Seminyak-Gegend sind die deutlich teurer, wegen dem Land, was deutlich teurer ist. Wenn ihr weiter nördlich geht, Sese, Kedungu hoch, ist es sehr günstig vom Land. Die Miete ist deutlich günstiger, also das macht schon mal einen Unterschied auf jeden Fall im Kaufpreis aus. Und natürlich, wenn ihr nach Nordbali geht oder sowas, da ist es dann nochmal deutlich günstiger. Und dann kommt es natürlich auf die Bauqualität an, was ihr sucht. Also aktuell bewegen sich die Villen jetzt im Raum Canggu, Perenam, auch hoch nach Sese jetzt schon, für diese Größe, die wir jetzt haben, irgendwo im Bereich von ja, 125 bis 300.000 $. Also es gibt wirklich eine riesen Range und ihr müsst dann wirklich gut gucken, in welche Range ihr reingehen wollt. Es gibt große Unterschiede und ja. Genau, die Preise steigen aber auch, also das merken wir auch, dass es irgendwie von Tag zu Tag teurer wird. Deswegen müsst ihr da für euch entscheiden, wo das am besten Sinn für euch macht. Da wir es vermieten wollen, war für uns naheliegend, dass wir die Villa in Canggu haben wollen. Richtig, weil der Preis ist das eine, aber das andere ist natürlich auch, wenn man es vermieten will, dass man auch Buchungen bekommt. So, Frage Nummer 6. Wie verdient ihr euer Geld? Ja, die Frage, die lieben wir, weil also wir können das gar nicht so pauschal beantworten. Wir können jetzt nicht sagen, das ist unser Beruf, weil wir eben viele Einkommensströme haben. Das ist auch super wichtig, wenn man online arbeitet. Wir nennen euch aber mal ein paar. Zum Beispiel sind wir Content Creator, wir arbeiten aber auch als Influencer über Instagram, über YouTube. Wir haben auch Affiliate-Links, worüber wir Geld verdienen. Wir haben zum Beispiel auch ein Mentoring-Programm, das Digital Creator House. Falls ihr da mehr Fragen zu habt, dann schreibt uns auf jeden Fall. Am besten nicht über Lost Bloggers, weil das geht vielleicht unter, sondern schreibt uns auf jeden Fall auf unserer Digital Creator House Seite. Die verlinken wir auch mal hier unten. So, die nächste Frage. Bist du schon aufgeregt? Ich bin gespannt. Das ist meine letzte, oder? Ja, aber ich weiß nicht so richtig, was mit der Frage gemeint ist. Uns hat jemand geschrieben, oder öfters kam die Frage auf, was für eine Agentur und auch was für Makler wir hatten. Vielleicht beantwortest du beides. Gut, Agentur und Makler. Also Makler ist ziemlich klar. Makler ist der uns, sage ich mal, die Villa hier vermittelt hat. Da gibt es verschiedene Makler. Also wir haben uns nur an die großen Anbieter hier auf Bali gehalten und mit denen Besichtigungen gemacht, weil wir auch selber einfach nicht so viel Erfahrung hatten. Da gibt es sicherlich deutlich mehr, aber bekannte Makler sind hier zum Beispiel Propertia hier im Raum Canggu oder auch Kibara. Das sind eigentlich die namenhaftesten, die man hier kennt, und mit denen haben wir dann auch Besichtigungen gemacht. Agentur kann man jetzt so verstehen, dass es einmal vielleicht die Agentur jetzt ist, die sich um unser Airbnb kümmert. Also ja, wir werden hier ja das nicht selbst tun, weil wir ja die meiste Zeit nicht in Bali sind. Und da brauchen wir gute Leute vor Ort. Da gibt es auch ein paar Managementfirmen hier. Eigentlich gibt es da wirklich viele schon im Raum Canggu und Umgebung, die sich dann... Die haben aber auch meist mehrere Standorte. Genau. Selbst wenn die hier in Canggu sitzen, haben die vielleicht auch noch was in Bingin oder so. Also die sind schon weit verstreut. Genau, also da gibt es große Anbieter und war uns wichtig, einen großen Anbieter zu nehmen, weil die dann auch kurzfristig halt dann irgendwelche Ersatzteile haben oder sowas, wenn eine Klimaanlage ausfällt. Dann können die direkt aus dem Lager eine neue bringen und das innerhalb von einer Stunde für, sag ich mal, unsere zukünftigen Gäste, ganz komisch, dann auch fixen, also das war uns wichtig. Dass jetzt hier niemand ohne Klimaanlage sein muss, aber wir müssen auch sagen, dass wir unsere Agentur übernommen haben, also wir haben das jetzt nicht selber entschieden aus dem vorherigen Vertrag, deswegen schauen wir jetzt mal übers Jahr, wie das so läuft. Da können wir jetzt noch nicht so viel Feedback zu geben, aber vielleicht in 1 oder in 2 Jahren, wenn euch das dann noch interessiert, da können wir sicherlich noch ein Update geben. So, die finale Frage. Okay. Kann man sie schon buchen und wie teuer ist sie? Also, das ganz Wichtige, ja, man kann sie tatsächlich jetzt buchen. Wir sind super happy, wir schreiben euch auch mal, oder wir verlinken euch das auch mal, falls ihr euch das angucken möchtet oder auch buchen möchtet. Und was wir auch sagen wollen, ist, dass wenn ihr jetzt hier über YouTube oder über Instagram zu uns kommt oder uns schon kennt und uns schon länger folgt, dann schreibt uns auf jeden Fall, falls ihr die Villa gebucht habt, dann organisieren wir auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit für euch.
Und die zweite Frage war, wie teuer die ist. Das hängt von der Saison ab. Also es wird unterschiedliche Preise in der Low Season geben und auch in der High Season. Dafür ist zum Beispiel auch unsere Managementagentur zuständig. Das machen wir nicht selber. Aber so was wir gehört haben, dass die Villa wahrscheinlich preislich zwischen 100 und 250 Euro liegen wird. Je nach Saison. Ja. Ja, wir sind gespannt. Ja, ob ihr hier vorbeiguckt und sind auf eure Nachrichten gespannt, wenn ihr dann gebucht habt. Schreibt uns auf jeden Fall auch, wie ihr die Roomtour fandet. Wir sind sehr gespannt, ob irgendwas fehlt. Wir haben da auch schon Q&As auf Instagram gemacht. Wir wollen wirklich, dass sich die Leute hier wohlfühlen und es irgendwie an nichts mangelt. Genau. Und ja, damit kommen wir auch zum Ende von dem Video. Wir werden jetzt das Thema Villa, weil wir auch in der Umfrage gesehen haben, es interessiert nicht alle hier auf YouTube, nicht so oft mehr thematisieren, auch weil wir nicht da sind. Also wir wollen das nochmal machen, aber wenn wir dann wirklich auch mehr Erfahrung haben, wenn vielleicht 6, 9 Monate vergangen sind und wir einfach berichten können, wie es denn gelaufen ist, dann werden wir sicherlich nochmal ein Update hier auf YouTube machen. Ansonsten geht es für uns jetzt weiter, bald zu einem neuen Ziel. Genau, aber davor erwarten euch noch einige Bali-Reisevideos. Da haben wir uns jetzt schon Gedanken gemacht, die werden wir gleich auch schon noch abdrehen. Das heißt, die nächsten Wochen werden auch noch sehr spannende Bali-Reisetipp-Videos kommen. Falls ihr also eine Reise nach Bali plant, bleibt dran, schaut euch die nächsten Videos an. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.